Herzlich willkommen zur Airless Discounter Videoserie. Heute geht es ums Thema Spritztechnik. Oft kriegen wir die Frage, wie man optimal spritzt, wie man die Pistole bedient, wie man sie hält, welchen Abstand man haben sollte, ob man horizontal oder vertikal spritzt. Da gibt es etliche Möglichkeiten. Wir gehen jetzt mal kurz mit euch durch, so ein bisschen das Grundeinmaleins, wie man mit einem Airless-Spritzgerät arbeitet. Zum einen fangen wir vielleicht an, in welche Richtung oder wie kann man spritzen. Man kann zum einen horizontal spritzen, also im Grunde genommen von links nach rechts oder von rechts nach links. Oder man kann vertikal spritzen, eben von oben nach unten und von unten nach oben. Das kann man sehr leicht machen, indem man zum Beispiel, hier habe ich eine Wagner Vector Pistole, Wagner Vector Grip, und hier sehen wir es. Hier kann man einfach die Position der Düse kann man hier verstellen und kann damit verändern, ob man jetzt horizontal oder vertikal spritzt, indem man einfach hier vorne den Düsenhalter umdreht und dementsprechend kann man das verändern. Ich zeige euch das auch gleich mal an der Wand. Bitte die Profis nicht meckern, die Arbeitswand ist so nicht vorbereitet, das ist hier für uns nur einfach eine gute Möglichkeit, einfach mal zu zeigen, wie das Spritzbild aussehen sollte und welche Möglichkeiten es gibt, hier zu arbeiten. Wir haben jetzt so eingestellt, dass wir einfach von oben nach unten arbeiten und das Ganze funktioniert dann folgendermaßen, dass wir den Düsenhalter und die Düse so eingestellt haben und dementsprechend können wir dann einfach auch von oben nach unten arbeiten. Ja, das war jetzt nicht optimal gespritzt, aber um einfach mal kurz zu zeigen, wie man das macht, sollte das ausreichen. Wir können dann aber auch einfach den Düsenhalter umdrehen und haben dann die horizontale Einstellung und können dann einfach sehr leicht horizontal arbeiten, indem wir einfach so arbeiten. Das ist einfach eine Frage der Einstellung. Und eigentlich auch die Frage der Bequemlichkeit, wie man arbeiten möchte. Das ist eigentlich jedem selbst überlassen. Beide Varianten sind möglich und auch mit beiden Varianten lassen sich gute Arbeitsergebnisse erzielen. Weitere Punkte sind, welchen Abstand soll ich zur Wand haben? Also normalerweise sollte man die Pistole so halten, dass man in etwa 25 bis 30 cm Abstand von der Wand hat, also dass die Düse in etwa so 25, 30 cm Abstand hat. Die nächste Frage, wie sollte ich die Pistole führen? Also man sollte die Pistole möglichst im 90-Grad-Winkel zur Wand halten, also wirklich so, nicht so. Und auch aus der Bewegung sollte man die Position eigentlich nicht verändern. Also häufig ist ein Fehler beim Spritzen, der hier eben auch gerade bei mir ganz gut zu sehen war, dass man im Grunde genommen so anfängt und weil der Arm nicht lang genug ist, dann einfach so weit öffnet. Das heißt, das würde dazu führen, dass man hier einen stärkeren Farbauftrag hat, nach hier hinten raus aber einen schwächeren. Und deshalb sollte man versuchen, eben nicht das Handgelenk zu drehen, sondern wirklich den kompletten Arm mitzudrehen, indem man wirklich 30 cm Abstand hält und dann so an der Wand lang führt. Und das optimalerweise in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit und auch in etwa einem Abstand von 25 oder 30 cm. Ein weiterer Punkt ist, dass man aus der Bewegung rausspritzt. Auch hier habe ich zuerst eigentlich sehr schön gezeigt, wie man es nicht macht. Man sollte aus der Bewegung rausspritzen, das heißt, man fängt nicht hier an, spritzt und zieht dann rüber, sondern eigentlich bewegt man zuerst den Arm und dann erst drückt man den Abzug. Wenn man nämlich auf die Stelle hält, also auf den Punkt und abzieht und erst dann mit der Bewegung beginnt, wird man an dem ersten Spritzpunkt immer einen wesentlich größeren Farbauftrag haben und hat gute Chancen, dass es hier einfach zu einer Nasenbildung kommt. Ich werde es jetzt mal einfach illustrieren und mal kurz zeigen, wie es aussieht oder wie man es nicht machen sollte, um daraus dann am besten zu lernen, wie man es macht. Also jetzt mal ganz kurz, ohne Bewegung, sondern ich halte hier einfach drauf und gehe dann drüber und ich übertreibe jetzt auch mal ein bisschen, zieht ab, lässt auf den Punkt und bewegt sich erst dann. Und wenn man jetzt hier genau hinschaut, wird man sehen, dass man hier einen deutlich dickeren Farbauftrag hat. Da die Farbe hier unverdünnt ist und relativ dick, kann man es zwar sehen, aber es ist jetzt noch nicht die ganz große Nasenbildung da. Wenn man das jetzt aber mit einem dünneren Material macht, mit einer dünneren Dispersionsfarbe zum Beispiel, dann wird es hier sehr, sehr schnell zu einer Nasenbildung kommen. Aber auch das reicht ja schon aus, dass man hier ein ungleichmäßiges Spritzbild hat, wie man es eigentlich nicht haben will. Und deshalb zeige ich jetzt, oder ich versuche es mal so zu zeigen, wie es optimal wäre. Also 30 cm Abstand, den Arm mitbewegen, nicht das Handgelenk und dann eben zuerst mit der Bewegung beginnen und dann den Abzug drücken, um die Farbe zu spritzen. So.
Ja, so wäre es zumindest etwas besser als vorher. Wir haben hier nicht vorne den stärkeren Farbauftrag, sondern eine möglichst gleichmäßige Verteilung, auch nicht ganz optimal. Die Profis unter euch werden das sehen, aber es zeigt ganz gut den Unterschied und gibt zumindest eine erste Idee, wie man es zumindest theoretisch optimal machen sollte. Ein weiterer Punkt, wie sorgt man dafür, dass der Farbauftrag gleichmäßig oder möglichst gleichmäßig und optimal ist, damit man dort keine Fleckenbildung, keine ungleichmäßige Farbverteilung hat. Dazu arbeitet man eigentlich so, dass man den Spritzstrahl überlappend lässt. Also wenn wir hier den einen Farbauftrag haben, dann würden wir versuchen, den zweiten Farbauftrag so zu setzen, dass die Hälfte des Spritzstrahls auf dem vorhergehenden Spritzstrahl liegt. Das heißt, man würde ungefähr jetzt eigentlich mit der Düse auf die untere Kante zum Beispiel zielen, um den Farbauftrag zu haben. Dadurch haben wir hier eine Überlappung von 50% und eigentlich wird jeder Bereich damit zweimal angespritzt und wir haben damit eigentlich einen sehr guten Deckeffekt, der auch dafür sorgt, dass wir ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis haben. Ich versuche es jetzt hier mal kurz zu zeigen, indem wir jetzt einfach uns an dieser Linie orientieren und dort die Düse lang führen. Versuchen wir es hier nochmal ein zweites Mal. So. Und so haben wir in etwa einen gleichmäßigen Farbauftrag überlappend und auch ein gleichmäßiges Spritzbild. So, ich hoffe, das Arbeitsergebnis gefällt euch. Zumindest ist es eine ganz gute Veranschaulichung und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen die Grundregeln vom Spritzen, das theoretische 1x1 der Spritztechnik verstanden. Wie geht man mit einem Airless-Gerät um? Wie kann man ein optimales Arbeitsergebnis erzielen? Dazu sollte natürlich auch die Wand entsprechend vorbereitet sein und nicht so aussehen wie jetzt hier in diesem Fall. Aber wir sind hier ein paar Punkte durchgegangen. Wie hält man die Pistole? In welchem Winkel, wie arbeitet man überlappend, um einen gleichmäßigen Farbauftrag zu haben. Ein abschließender Punkt vielleicht noch, Druckeinstellung. Dazu haben wir noch ein extra Video gemacht, weil das auch immer ein Problem ist, dass zu viel oder zu wenig Druck eingestellt wird und sich die Druckeinstellung dann auch auf das Arbeitsergebnis auswirkt. Solltet ihr Fragen zur Spritztechnik oder zum Umgang mit Farbspritzgeräten haben, schreibt uns eine Mail oder klingelt durch. Bis bald.